Warum werden die Reichen immer reicher, während du hart arbeitest und trotzdem kaum über die Runden kommst? Das System ist so gebaut. Heute zeige ich dir die versteckte Falle des Geldsystems, wie Geld wirklich die Welt kontrolliert und was du tun kannst, um nicht länger ein Opfer zu sein. Jetzt pass mal auf. Ich stelle dir eine Frage und sei ehrlich. Was denkst du, ist Geld? Ich meine wirklich, was ist es? Die meisten von euch denken so, Geld ist ein Werkzeug, ein Maßstab, ein Tauschmittel. Du stehst morgens auf, arbeitest 8 Stunden, Geld landet auf deinem Konto. Dieses Geld ist die Gegenleistung für deine Arbeit. Ein fairer Tausch. Ist doch so, oder? Falsch. Völlig falsch. Geld ist kein Werkzeug. Geld ist ein System. Und du bist eine Zelle, die in diesem System lebt. Deine Arbeit, deine Zeit, deine Träume, all das ist der Treibstoff dieses Systems. Du arbeitest, das System wächst. Du nimmst Kredite auf, das System wird reicher. Du sparst, das System entwertet. Da ist eine Maschine, die wie ein Schneeball wächst, und du bist der Mensch, der diesen Schneeball schiebt. Denk jetzt mal nach. Du wohnst in einer Wohnung in München. Jeden Monat 1.500 Euro Miete, 300 Euro Nebenkosten, 150 Euro Versicherung, 100 Euro Schufa-Kreditrate. Dein Gehalt ist 3.000 Euro. Was bleibt dir? 950 Euro. Und das verteilst du jetzt noch auf 4 Wochen für Essen, Transport, Leben. Am Monatsende schaust du hin, auf dem Konto steht 0, sogar Minus. Aber schau dir deinen Nachbarn an, wohnt im selben Gebäude, nimmt dieselbe S-Bahn, kauft beim selben Aldi ein. Sein Gehalt ist 1.500 Euro. Deins ist doppelt so viel. Aber er kauft in 5 Jahren eine Wohnung, während du immer noch am Taschenrechner dein Budget berechnest. Warum? Weil du dem Geld vertraust, er der Geschichte. Du sagst, wenn ich arbeite, verdiene ich. Er sagt, so funktioniert das System. Warte, ich sag dir noch was. In Deutschland verdient ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben zwischen 400.000 und 500.000 Euro netto. Nach Steuern, nach dem Finanzamt. Klingt nach einer großen Summe, oder? Aber jetzt rechne mal. Durchschnittliche Miete, 30 Jahre lang, monatlich 1.200 Euro. Multipliziere mit 12, multipliziere mit 30. Was macht das? 432.000 Euro, nur Miete. Essen, Trinken, Transport nicht dabei. Das heißt, du gibst 95% dessen aus, was du dein ganzes Leben lang verdienst, nur fürs Überleben. Was bleibt übrig? Nichts. So funktioniert die Systemfalle. Du arbeitest, aber du wirst nicht reich. Du verdienst, aber es sammelt sich nicht an. Weil das System nicht will, dass du verdienst. Das System will, dass du ausgibst. Und der gefährlichste Teil ist, es zwingt dich nie dazu. Du machst es freiwillig, weil du denkst, es gibt keinen anderen Weg. Jetzt sagst du vielleicht, Mann, aber Sicherheit ist wichtig. Ich eröffne ein Girokonto, eröffne ein Tagesgeldkonto, investiere in die Rente. Das System sagt mir das. Ja, das System sagt es. Aber für wen arbeitet das System? Für dich? Nein, Bruder. Das System arbeitet für die, die das System füttern. Banken, Versicherungsgesellschaften. Während sie deine Sicherheit verkaufen, kaufst du deine Freiheit. Und du merkst es nicht. Pass auf, jetzt sage ich dir eine Wahrheit und schreib sie dir auf. Geld war niemals neutral. Geld war immer ein Machtspiel, Gold, Silber, Salz, Getreide. Tausende Jahre lang war Reichtum konkret, greifbar. Dann passierte etwas. Jemand sagte, was, wenn wir Geld auf Papier drucken? Solange die Leute daran glauben, muss es nicht real sein. Und genau in diesem Moment änderte sich das Spiel. Denn Papier ist nicht begrenzt wie Gold. Papier ist unbegrenzt. Und unbegrenzte Macht bedeutet unbegrenzte Kontrolle. Jetzt bist du in Deutschland, im 21. Jahrhundert, schaust auf einen digitalen Bildschirm und siehst dein Gehalt. Sind diese Zahlen real? Nein. Sie sind ein Versprechen, ein Vertrauen, eine Illusion. Und solange diese Illusion hält, wirst du weiterarbeiten. Weil du keine andere Wahl hast. Aber warte, jetzt kommt das Beste. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie wurde Geld zu einer Waffe? Tausende Jahre lang war Geld konkret. Du konntest es anfassen, tragen, verstecken. Gold, Silber, Bronze. Aber im 11. Jahrhundert passierte in China etwas. Die Song-Dynastie wurde so groß, dass es unmöglich wurde, Metallgeld zu transportieren. Was machten sie? Sie druckten Papiergeld. Sie gaben ein Versprechen ab. Dieses Papier ist so wertvoll wie Gold. Die Menschen glaubten daran. Die Wirtschaft wuchs. Händler wurden reich. Und dann? Es wurde zu viel Papier gedruckt. Das Vertrauen brach zusammen. Und mit dem Geld
brach auch das System zusammen. Aber die Idee blieb. Jahrhunderte später, in Europa, in den italienischen Stadtstaaten, entdeckten Händler das gleiche Spiel. Gold zu transportieren war gefährlich. Es gab Räuber, die Straßen waren nicht sicher. Was machten sie? Sie erfanden den Kreditbrief, ein Stück Papier, ein Versprechen, das an einem anderen Ort eingelöst werden würde. Es war schneller, sicherer und vor allem unsichtbar. Denn Papier kann man nicht vervielfachen wie Gold, aber Versprechen kann man vervielfachen. Das war die Geburt der modernen Illusion, die Trennung des Geldes von der Materie. Und weißt du, wer das am besten gemacht hat? Die Familie Medici. Im 15. Jahrhundert in Florenz wurde ihre Familie das Herz der europäischen Wirtschaft. Sie finanzierten Könige, Päpste, Kriege. Sie erfanden die doppelte Buchführung. Klingt langweilig, oder? Aber versteh das. Zum ersten Mal konnte Geld mit Tinte erschaffen werden. Jeder Kredit wurde zu einem Vermögenswert. Jede Schuld wurde zu einem Reichtum. Die Familie Medici verzeichnete nicht Werte, sie produzierte Werte und dabei ersetzten sie Könige durch Händler. Aber Medici war nur der Anfang. Im 17. Jahrhundert brachten die Holländer das Spiel einen Schritt weiter. Ein kleines Land, windiges Land, aber sie bauten ein Handelsimperium auf. Wie? Sie gründeten Aktiengesellschaften, die niederländische Ostindien-Kompanie. Sie sammelten Geld von Investoren, bauten eine Flotte, brachten Gewürze, Silber nach Europa. Normale Menschen konnten von zu Hause aus in eine globale Eroberung investieren. Jetzt war Profit nicht mehr an Arbeit gebunden, sondern an Eigentum. Das Unternehmen wurde reicher als Königreiche. Und zum ersten Mal verschwamm die Grenze zwischen Staat und Unternehmen. Dann kopierte England das Modell und perfektionierte es. Die britische Ostindien-Kompanie wurde zu einem Hybrid. Sie hatte eine Armee, Steuern, eigenes Geld. Sie handelte nicht nur mit Waren, sie regierte Menschen. In diesem Prozess wurde London zum globalen Finanzzentrum. Hinter dem Union Jack lenkten Bilanzen die Meere. Aber der eigentliche Wendepunkt kam 1694, die Gründung der Bank of England. Die Regierung war in Kriegsschulden versunken. Sie wandte sich an private Finanziers. Im Gegenzug erhielten diese Bankiers das Recht, Papiergeld gegen Staatsschulden zu drucken. Ein brillantes Paradox. Je mehr die Regierung sich verschuldete, desto mehr Geld konnte sie drucken. Schulden waren keine Schwäche mehr. Sie waren der Motor des Imperiums. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten Nationen schneller expandieren als ihre Wirtschaft. Krieg war nicht mehr durch Ressourcen begrenzt. Denn Geld konnte aus dem Nichts erschaffen werden, solange jemand daran glaubte. Von diesem Moment an wurden Geld und Macht untrennbar. Könige herrschten nicht mehr über Bankiers. Bankiers herrschten über Könige. Im 18. Jahrhundert wurde die Architektur vollendet. Gold wurde zu einem Referenzpunkt, aber Papier war die Realität. Jede Banknote war ein Versprechen. Ein Anspruch auf Metall, das woanders gelagert wurde, aber nur wenige sahen es. Das System funktionierte, weil die Menschen sich darauf einigten, nicht zu hinterfragen. Und solange dieser Glaube hielt, konnte die Maschine unendlich wachsen. Dann kam das Industriezeitalter. Und mit ihm die Größenordnung. Das 19. Jahrhundert sah den Aufstieg globaler Bankdynastien, die Rothschilds in Europa, die Morgans in Amerika, die Barings in London. Sie verliehen nicht nur Geld. Sie vermittelten Frieden, finanzierten Revolutionen, finanzierten beide Seiten von Kriegen. Ihr wahres Produkt war weder Gold noch Anleihen, es war Vertrauen. Sie verstanden, dass Geld nie wirklich über Metall war. Es war über Vertrauen. Und Vertrauen konnte produziert werden. Jede Krise festigte ihre Macht. Wenn Regierungen bankrott gingen, retteten Bankiers sie im Austausch gegen Kontrolle. Wenn Märkte zusammenbrachen, stabilisierten sie gegen eine Gebühr. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Welt in eine neue Ordnung eingetreten. Nationen existierten noch, aber das wahre Imperium war finanziell. Flaggen waren Symbole. Kredit war die Realität. Das 20. Jahrhundert verschärfte nur den Würgegriff. 1913 schuf Amerika, eine aufstrebende Industriemacht, die Federal Reserve. Offiziell war es eine öffentliche Institution zur Stabilisierung der Wirtschaft. In der Praxis gab es Privatbanken die Befugnis, öffentliches Geld zu drucken. Die Regierung druckte kein Geld mehr, sie lieh es mit Zinsen. Drucken wurde zur Politik, Demokratie wurde zum Schuldenmanagement. Ein paar Jahrzehnte später ordnete der Zweite Weltkrieg das globale Schachbrett neu.
1944 trafen sich Weltführer in Bretton Woods, New Hampshire, um eine neue Wirtschaftsordnung zu schaffen. Der US-Dollar wurde zum Anker des globalen Handels, gekoppelt an Gold, alle anderen Währungen gekoppelt an den Dollar, auf dem Papier stabil. In der Praxis machte es die ganze Welt abhängig von amerikanischer Politik. Wer den Dollar kontrolliert, kontrolliert das System. Und als Präsident Nixon 1978 den Goldstandard beendete, wurde diese Abhängigkeit absolut. Der Dollar war nicht mehr der Anspruch auf irgendetwas, nur noch Glaube. Fiat-Geld wurde geboren. Währung, die nicht durch Metall oder Produktivität gestützt wurde, sondern durch Glauben. Geld war endlich pure Abstraktion geworden. Und in dieser Abstraktion wurde Macht unsichtbar. Zum ersten Mal in der Geschichte brauchte das System keine Ressourcen mehr zum Wachsen. Es brauchte nur Kredit. Regierungen liehen sich Geld zum Ausgeben, Unternehmen liehen sich Geld zur Expansion, Verbraucher liehen sich Geld zum Leben. Und die Welt drehte sich weiter auf Schulden, nicht auf Reichtum. Das ist die Systemfalle. Eine Struktur so groß und selbsterhaltend, dass sie gegen niemanden konspirieren muss. Sie braucht nur alle zur Teilnahme. Jeder Gehaltscheck, jede Hypothek, jeder Kreditkartensaldo füttert sie. Du kannst sie nicht sehen. Du kannst sie nur spüren in den Lebenshaltungskosten, im Preis der Zeit, in der stillen Angst, dass du, egal wie viel du arbeitest, nie wirklich vorauskommst. Jetzt ist die deutsche Version dieses Spiels an der Reihe. Okay? Du hast die Geschichte gesehen? Jetzt schauen wir uns die Mathematik an. Denn es ist keine Magie, es ist Mathematik. Und Mathematik lügt nicht. Du lebst jetzt in Deutschland. Du bekommst ein durchschnittliches Gehalt, sagen wir 3.000 € netto. Eine gute Zahl. Über Mindestlohn, über Medianeinkommen. Du zählst dich zur Mittelschicht. Aber was bedeutet Mittelschicht? Mittelschicht bedeutet, du hast weder genug Geld, um reich zu werden, noch zu wenig Geld, um arm zu werden. Mittelschicht bedeutet, du bleibst im Rad des Systems. Pass auf, ich mache dir jetzt eine Rechnung. 3.000 € Gehalt. Steuern, Finanzamt, Versicherung, alles abgezogen. Das bekommst du. Jetzt schauen wir uns deine Ausgaben an. 1.500 € Miete. In Frankfurt, München, Hamburg ist das der Durchschnitt. In Stuttgart vielleicht weniger, in Berlin vielleicht etwas weniger, aber trotzdem zwischen 1.000 und 1.400. Okay? Miete erledigt. 300 € Nebenkosten. Heizung, Wasser, Strom, Internet, Müll, Hauskosten. 150 € Versicherung. Kranken, Haftpflicht, Hausratversicherung. 100 € Transport. S-Bahn, U-Bahn, manchmal Auto. 400 € Essen. Supermarkt, Aldi, Lidl, manchmal Auswärtsessen. Was bleibt? 550 €. Dann noch Telefon, Kleidung, Pflege, kleine Ausgaben. Was bleibt? Vielleicht 300 €. Vielleicht 200. Jetzt denk nach. 200 bis 300 € Ersparnis im Monat. In einem Jahr 2.400 bis 3.600 €. Eine große Zahl? Nein, aber mach weiter. In 10 Jahren 24.000 bis 36.000 €. In 20 Jahren 48.000 bis 72.000 €. In 30 Jahren 72.000 bis 108.000 €. Warte, ich wiederhole es, weil es wichtig ist. Wenn du 30 Jahre lang jeden Monat 200 bis 300 € sparst, hast du nach 30 Jahren 72.000 bis 108.000 €. Vor Steuern. Klingt nach einer guten Zahl, oder? Jetzt rechne Inflation ein. In Deutschland durchschnittlich 2 bis 3% Inflation, aber in den letzten 5 Jahren 5 bis 7%. Sagen wir durchschnittlich 3%. Nach 30 Jahren. Wie viel Wert verlieren heutige 100.000 €? Ungefähr 40%. Also 100.000 €, realer Wert 60.000 €. Aber es ist noch nicht vorbei. Wohin legst du das Geld? Aufs Girokonto? Zinsen 0. Aufs Tagesgeldkonto? Zinsen 0,5, vielleicht 1. Unter Inflation. Das heißt, du sparst Geld, aber eigentlich entwerten du es. Das ist die Systemfalle. Du arbeitest, du sparst, du machst das Richtige. Aber das System frisst deine Ersparnisse leise auf, wie Inflation. Die stille Steuer. Der langsame Diebstahl am Unbekannten. Der Diebstahl deiner Zeit und Arbeit im Gewand steigender Preise. Jetzt machen wir einen Vergleich. Das gleiche 3.000 € Gehalt. Die gleichen Ausgaben, aber du sparst nicht 200 € im Monat. Du investierst jeden Monat 200 € in einen ETF, einen globalen Indexfonds, MSCI World, S&P 500 oder Stocks 600. Durchschnittliche Rendite? Historisch 7 bis 9%.
Sagen wir konservativ 7%. 200 Euro im Monat, 2.400 Euro im Jahr. Am Ende des ersten Jahres 2.400 Euro plus 7% Rendite. 2.568 Euro. Zweites Jahr, du fügst wieder 2.400 Euro hinzu. Gesamt 4.868 Euro plus 7%. 5.209 Euro. Drittes Jahr das gleiche, aber jetzt pass auf. Denn jetzt beginnt der Schneeballeffekt. Am Ende des 5. Jahres ungefähr 14.000 Euro. Am Ende des 10. Jahres ungefähr 35.000 Euro. Am Ende des 20. Jahres ungefähr 110.000 Euro. Nach 30 Jahren ungefähr 240.000 Euro. Warte, ich wiederhole es. 200 Euro im Monat, 30 Jahre, 7% durchschnittliche Rendite. 240.000 Euro. Jetzt Vergleiche. Bei der Sparkasse 100.000 Euro. Bei Investitionen 240.000 Euro. Unterschied? 140.000 Euro und das nur mit 200 Euro im Monat. Was, wenn du 500 Euro im Monat investierst? Nach 30 Jahren ungefähr 600.000 Euro. Was, wenn 1.000 Euro? Ungefähr 1,2 Millionen Euro. Ich scherze nicht. Das ist Mathematik. Zinseszins, Schneeballeffekt. Geld, das Geld verdient. Und je länger die Zeit, desto stärker der Effekt. Aber jetzt sagst du vielleicht, Mann, aber was, wenn die Börse plötzlich zusammenbricht? Das ist der größte Albtraum. Was, wenn ich mein Geld verliere? Okay, gute Frage. Bricht die Börse zusammen? Ja. Wann? Ich weiß es nicht. Aber schau dir die Geschichte an. 1929, die große Depression. Der Markt fiel um 80%. Danach? In 10 Jahren erholt. 2008 Finanzkrise. Der Markt fiel um 50%. Danach? In 5 Jahren erholt. 2020 Pandemie. Der Markt fiel um 34%. Danach? In einem Jahr erholt. Nach jeder Krise stieg der Markt höher, weil das System wachsen muss. Das System kann nicht stoppen. In dem Moment, wo es stoppt, bricht es zusammen. Deshalb drucken Zentralbanken Geld, Regierungen verschulden sich, Unternehmen wachsen und der Markt geht nach oben. Jetzt frag dich selbst. Willst du 100.000 Euro bei der Sparkasse oder ein Portfolio, das 30 Jahre lang auf und ab ging, aber am Ende 240.000 Euro hat? Die Antwort ist klar. Schauen wir uns auch das echte Leben an. Denn Zahlen sehen auf dem Papier gut aus, aber du lebst in Deutschland. Und Deutschland hat seine eigenen Regeln. Schau, in Deutschland kaufen Menschen gerne Häuser. Sie sagen Betongold. Betongold, weil es sinnvoller ist, eine Hypothek zu zahlen als Miete, oder? Jetzt rechnen wir. Eine durchschnittliche Wohnung in München, sagen wir 70 Quadratmeter, 500.000 Euro. Lass uns etwas bescheidener sein, Stuttgart 300.000 Euro. Du nimmst eine Hypothek auf, 20% Anzahlung. Für Stuttgart 60.000 Euro. Verbleiben 240.000 Euro. Zinsen, sagen wir 3%. Monatliche Rate, ungefähr 1.200 Euro. Plus Nebenkosten, plus Reparaturen, plus Steuern. Gesamt ungefähr 1.500 Euro. Jetzt Vergleiche mit Miete. In Stuttgart für die gleiche Wohnung Miete 1.200 Euro, Hypothek 1.500 Euro. Unterschied? 300 Euro. Plus, du hast 60.000 Euro Anzahlung gezahlt. Woher hattest du die 60.000 Euro? Entweder hast du gespart oder geliehen. Sagen wir, du hast gespart. Was wäre passiert, wenn du diese 60.000 Euro investiert hättest, mit 7% Rendite, nach 30 Jahren ungefähr 450.000 Euro? Aber du hast ein Haus gekauft. Nach 30 Jahren gehört das Haus dir. Wie viel steigt der Wert? Historisch in Deutschland steigt der Immobilienwert um 2 bis 3% pro Jahr. Sagen wir 3%. Nach 30 Jahren ist die 300.000 Euro Wohnung 650.000 Euro wert. Eine gute Rendite. Aber es gibt ein Problem. Dieses Haus wohnt in deinem Haus. Du kannst damit kein Einkommen erzielen. Dieses Haus ist ein Vermögenswert, aber nicht liquide. Solange du es nicht verkaufst, ist der Wert abstrakt. Jetzt schau dir die Alternative an. Du zahlst Miete. 1.200 Euro. Aber du investierst die 60.000 Euro und jeden Monat 300 Euro zusätzlich. Nach 30 Jahren, wie viel ist dein Portfolio wert? Ungefähr 550.000 Euro. Plus liquide. Plus du kannst es jederzeit nutzen. Plus es kann passives Einkommen generieren. Was ist besser? Ich werde die Antwort nicht geben. Du wirst sie geben. Aber du hast die Mathematik gesehen. Jetzt ein anderes Thema. Riester-Rente.
Die deutsche Regierung sagt, investiere in die Rente, ich unterstütze dich. Wenn du 2000 Euro pro Jahr investierst, gibt dir der Staat 175 Euro. Klingt nach einem guten Deal. Aber es gibt ein Problem. Dieses Geld ist bis zur Rente gesperrt. Und die Rendite? 2-3% unter Inflation. Das heißt, du sperrst das Geld, entwertest es und wenn du in Rente gehst, ist der Betrag, den du bekommst, viel weniger wert als heute. Alternative? Leg die gleichen 2000 Euro auf ein Investmentkonto. 7% Rendite. Nach 30 Jahren ungefähr 200.000 Euro. Mit Riester? Vielleicht 80.000 Euro. Unterschied? 120.000 Euro. Und das Investmentkonto ist liquide. Du kannst es jederzeit nutzen. Jetzt sagst du vielleicht, Mann, aber investieren ist riskant. Sparkasse ist sicher. Okay, Sicherheit ist wichtig. Aber welche Sicherheit? 100.000 Euro liegen auf dem Girokonto. Inflation 3%. Jedes Jahr verliert es 3.000 Euro an Wert. In 10 Jahren 30.000 Euro, in 20 Jahren 60.000 Euro, in 30 Jahren 90.000 Euro. Du fühlst dich sicher, aber der Wert deines Geldes schmilzt. Ist das Sicherheit? Ist Investieren riskant? Ja, aber Risiko kann gemanagt werden. Du diversifizierst. Du investierst in einen globalen Index. Du denkst langfristig. Du verkaufst nicht in Panik. Die Geschichte ist auf deiner Seite. In den letzten 100 Jahren ist der Markt immer nach oben gegangen. Ja, es gibt Höhen und Tiefen, aber der Trend geht nach oben. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Rente 1.200 bis 1.500 Euro. Du hast 30 Jahre gearbeitet, Steuern gezahlt, Sozialversicherung gezahlt. Du gehst in Rente. Du bekommst 1.300 Euro. Was machst du mit diesem Geld? Miete 1.200 Euro, übrig 100 Euro. Essen, trinken, leben, reicht nicht. Was machst du? Entweder bittest du deine Kinder um Hilfe oder du bekommst zusätzliche Unterstützung vom Finanzamt. Ist das Freiheit? Aber sagen wir, du hast 30 Jahre lang jeden Monat 500 Euro investiert. Dein Portfolio ist 600.000 Euro wert. 4% sichere Entnahmerate. 24.000 Euro im Jahr, 2.000 Euro im Monat. Plus 1.300 vom Staat. Gesamt 3.300 Euro. Jetzt bist du frei. Jetzt hast du Optionen. Das ist der Unterschied. Wirst du ein Sklave des Systems sein oder ein Spieler des Systems? Die Wahl liegt bei dir. Aber du hast die Mathematik gesehen. Zahlen lügen nicht. Jetzt kommt der Visionsteil. Lass mich zusammenfassen, was ich dir bisher erzählt habe. Geld ist eine Waffe. Das System ist eine Falle. Du arbeitest, das System wird gefüttert. Du sparst, Inflation frisst. Du fühlst dich sicher, du verlierst deine Freiheit. Aber es gibt einen Ausweg, Wissen, der Mathematik vertrauen und Zeit nutzen. Jetzt stell dir vor, es gibt 2 Wege. Erster Weg, du gehst jeden Tag zur Arbeit. Du bekommst dein Gehalt. Du legst es aufs Girokonto. Du zahlst Miete. Du gehst einkaufen. Am Monatsende legst du, was übrig ist, aufs Tagesgeldkonto. Jahre vergehen, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Du gehst in Rente. Du bekommst 1.300 Euro. Miete 1.200 Euro. Übrig 100 Euro. Du bittest deine Kinder um Hilfe oder den Staat. Dein Leben als Sklave des Systems ist vergangen. Du warst nicht frei. Du hast nur überlebt. Zweiter Weg. Gleicher Job. Gleiches Gehalt. Aber eine andere Entscheidung. Du legst jeden Monat 300 bis 500 Euro beiseite. Du eröffnest ein Investmentkonto. Du investierst in einen globalen Indexfonds. Das erste Jahr ist schwer. Das zweite Jahr immer noch schwer. Das dritte Jahr wird es etwas leichter. Im 5. Jahr beginnt der Schneeball. Im 10. Jahr ist dein Portfolio 30.000 bis 50.000 Euro wert. Im 20. Jahr 150.000 bis 200.000 Euro. Nach 30 Jahren 400.000 bis 600.000 Euro. Du gehst in Rente. Vom Staat 1.300 Euro. Von Investitionen 2.000 Euro im Monat. Gesamt 3.300 Euro. Du bist frei. Du bist keine Last für deine Kinder. Du kannst deine Träume verwirklichen. Du kannst reisen, wann immer du willst. Du kannst Hobbys machen, wann immer du willst. Das ist Freiheit. Jetzt frag dich selbst, welchen Weg möchtest du wählen? Der erste Weg scheint einfach, weil jeder ihn wählt. Der zweite Weg scheint schwer, weil niemand ihn wählt. Aber die Mathematik zeigt dir, dass der erste Weg tatsächlich schwerer ist, weil es auf dem ersten Weg keine Freiheit gibt. Nur Überleben. Schau, ich sage dir noch eine Wahrheit. Das System ist nicht dein Feind. Unwissenheit ist dein Feind. Das System sind nur Regeln.
Wenn du die Regeln lernst, kannst du die Regeln zu deinem Vorteil nutzen. Banken tun das, Reiche tun das, Unternehmen tun das. Warum tust du es nicht? Weil es dir niemand beigebracht hat. Das deutsche Bildungssystem hat dir Goethe beigebracht, aber nicht Warren Buffett. Das Finanzamt hat dir beigebracht, Steuern zu zahlen, aber nicht Steueroptimierung. Die Sparkasse hat dir beigebracht, ein Girokonto zu eröffnen, aber nicht ETF-Investitionen, weil das System nicht will, dass du gebildet bist. Das System will, dass du arbeitest, aber jetzt weißt du es. Jetzt hast du die Mathematik gesehen. Jetzt hast du den Unterschied zwischen zwei Wegen gesehen. Eine Frage bleibt. Was wirst du tun? Ich gebe dir keinen Rat. Ich zeige dir nur die Optionen. Du wirst die Entscheidung treffen. Aber wisse das. 29 Jahre werden sowieso vergehen. Egal, ob du investierst oder nicht. Der Unterschied ist, wirst du dir in 29 Jahren danken oder wirst du es bereuen? Dieses Video ist finanzielle Bildung. Ich sage dir nicht, welche Aktie du kaufen sollst, welchen Fonds du wählen sollst, wann du verkaufen sollst. Ich zeige dir, wie das System funktioniert, wie die Mathematik arbeitet, wie Zeit eine Waffe ist. Du wirst die Entscheidung treffen, du wirst das Risiko tragen, du wirst auch den Gewinn nehmen. Zuletzt wisse das System wird sich nicht ändern, Inflation wird nicht aufhören, Banken werden ihre Richtlinien nicht ändern, das Finanzamt wird nicht aufhören, Steuern zu nehmen, das System wird weitermachen. Aber du kannst dich ändern, du kannst Wissen zur Waffe machen, du kannst Mathematik nutzen, du kannst Zeit zum Verbündeten machen und in 30 Jahren wird das System immer noch das gleiche sein. Aber du wirst an einem anderen Ort sein, die Wahl liegt bei dir. Wirst du ein Sklave des Systems sein oder ein Spieler des Systems? Ich habe dir die Wahrheit gezeigt. Jetzt liegt der Schritt bei dir. Mein Name ist Adam. Du hast die Mathematik gesehen, du hast die Geschichte gesehen, du hast die Optionen gesehen. Jetzt weißt du, was du tun musst. In 29 Jahren wirst du dir selbst danken. Ich bin Adam, wir sehen uns wieder.